Andi und ich starten gemeinsam in Les Souches. An Tag 10 wird aber nur einer von uns beiden durch dieses Tor laufen. Und das ist unsere Geschichte. Guten Morgen hier an Tag 4 vom Tour du Mont Blanc. Es ist sehr früh, aber wir werden heute über zwei ziemlich harte Anstiege gehen, in Courmayeur nachkaufen. Deshalb sind wir ein bisschen früher losgegangen. Ich bin jetzt schon aus der Puste. Man sieht, die Sonne kommt gerade runter ins Tal. Unten kommt der Micha raus. Genau, wir hatten gestern ein bisschen Probleme mit der Sonne. Mich hat sich eine Blase gelaufen, deshalb versuchen wir einfach den zweiten Gipfel vor der frühen Nachmittagssonne noch zu erreichen. Wunderschöner Ausblick und dann kommt hier die Skipiste. Im Winter haben Leute hier Spaß, fahren hier runter und wir in unseren Ferien kraxeln hier hoch. Courmayeur, mit Chamonix eigentlich die zweitgrößte Stadt auf dem TMB. Dort werden wir unsere Vorräte mal auffüllen und dann geht es diesen Buckel, der jetzt gerade vor der Sonne liegt, geht es dann auch wieder rauf. Müssen wir nicht runter, ne? Da geht's runter. Ja. Oh Leute, ich war an Tag 4 echt platt und hatte echt Bedenken, ob ich die ganze Tour schaffe. Um mich zu entlasten, habe ich Andi an dem Tag darum gebeten, das Filmen zu übernehmen. Aufgeben ist für mich eine der letzten Optionen. Schritt für Schritt geht es erstmal weiter. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. Micha holt sich Wassernachschub. Stay hydrated. On and on. I'm moving on and on. Na Michael, was hast du für uns eingekauft? Also, was habe ich eingekauft? Ich habe Baguette eingekauft, Käse, Ziegel, Kartoffelpüree und Pilze. Und? Kinderpinguin! Whatever happened to me happened for my highest good. I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on. Und manchmal ist es im Leben einfach nur wichtig, die richtige mentale Einstellung zu haben. Hi Michi, das ist jetzt die geheime Aufnahme für dich, wenn du irgendwann dieses Video schneidest. Wir sind jetzt gerade Courmayeur hier hochgerannt. Ich habe ein bisschen Vorsprung, ich habe ein paar überholt. Du hast heute Morgen gesagt, boah, das ist die erste Tour, wo du nicht weißt, ob du die überhaupt schaffst oder das erste Mal überhaupt in deinem Leben eine Tour abbrechen würdest. Wirst du nicht. Also wäre natürlich sehr schade, tu was dir gut ist. Also bevor du mir umkippst hier. Aber Glückwunsch, du ziehst es hier mit Merino Langarmshirt durch und auch mit der obligatorischen blauen langen Hose. Also höchsten Respekt und dann auch noch mit Drohnenausrüstung. Genau, also ich glaube, wir kriegen das auf jeden Fall zusammen hin, beziehungsweise haben es, wenn du das Video siehst. Und ich push dich da schon durch. Da unten liegt Courmayeur für unsere Resupply-Stelle. Dann hier einmal auf dem Tal raus, dann hier so zickzack einmal komplett hoch. Und jetzt geht es noch so einen Weg, ungefähr 150 Meter bis zum Gipfel. Oh, ist echt anstrengend. Die permanente Sonneneinstrahlung, die dadurch hohen Temperaturen, haben mir echt am meisten Probleme bereitet. Die richtige mentale Einstellung ist häufig entscheidend dafür, ob wir einfach nur Teil des Problems sind oder ob wir eine Lösung dafür finden.
Ich musste an dem Tag an das Video von Fritz Meinecke denken, wo er auf dem Höllenmarsch im Gebirge unterwegs war und sich sein Handtuch so nass gemacht hat und über den Kopf gelegt hat. Und genau das wollte ich jetzt ausprobieren. Und ich kann schon eins sagen, das war der Game Changer. Und jetzt bin ich bereit. Cooler Typ. Tag 4 neigt sich jetzt zum Ende zu. Wir sind ziemlich genau 9 Stunden schon unterwegs. Da unten sieht man unseren Zeltplatz auch schon. Hier, dort. Wenn wir da ankommen, wird erstmal kalt geduscht. Das haben wir uns nach dem heißen Tag verdient auf jeden Fall. Und da hinten sieht man auch schon, wie es dann morgen an Tag 5 weitergeht. Was vermutlich der wohl härteste und längste Tag geht. 25 Kilometer, 1300 hoch, runter. Und zwar werden wir einmal hier dieses Tal entlang laufen und dort hinten dann die Berge hoch bis in die Schweiz hinein. Guten Morgen, ich melde mich zurück. Den Tag gestern habe ich gut überstanden, trotz Sonne. Das mit dem Sonnenschutz und dem nassen Handtuch, das hat echt gebracht. Kann ich nur empfehlen. Am heutigen Tag haben wir so die längste und wahrscheinlich auch schwierigste Tour vor uns. Wir werden etwa gut 24 Kilometer laufen und ungefähr 1400 Meter hoch und wieder runterlaufen. Und schon sind wir fast in der Schweiz. Es geht jetzt hier runter ins Tal, weil hier geradeaus leider ein Bach runterkommt. Dann geht es hoch und dann sind wir oben und gehen über die Grenze. Also nur 3 Schritte. Schritt 1, unten im Tal ankommen und Sun Mode on. 2, den Berg hochlaufen. Und 3,
ich mich mal zum Tagesabschluss nochmal. Wir hatten heute echt einen langen Tag. Wir waren fast 12 Stunden unterwegs, sind 25 Kilometer gelaufen und 1400 Höhenmeter hoch und runter gewandert. Boah, das war echt anstrengend. Hat ganz gut geklappt. Ich habe noch ein bisschen Probleme hier mit 2 Blasen links und rechts, 2 kleineren. Ich hoffe, dass das nicht schlimmer wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. So Andreas, ich fand von gestern den Tag. 12 Stunden, 1400 Höhenmeter, 25 Kilometer. Ich fand es eigentlich ganz entspannt. Schön. Ich hätte eigentlich nur ein bisschen weiterlaufen können. Alles klar, wisst ihr Also Bescheid. Und ja, ich bin voll motiviert. Ich hab Bock. Die Typ nicht mehr alle. Wir sind da und nachdem das Zelt getrocknet ist, werde ich es jetzt aufbauen. Ja, zum Glück ging es heute etwas entspannter zu. Ich habe leider immer noch die Probleme mit den Blasen, aber es geht einigermaßen. Wir sind heute in Champelac angekommen und zwar sind wir hier auf dem Campingplatz du Relais d'Arpet. D'Arpet ist, glaube ich, ein Ort oder dieses Tal, wo wir sind, und sind heute nur entspannte 17 Kilometer gelaufen, haben 7 Stunden dafür gebraucht. Und es waren so 600 Höhenmeter, die wir hoch und runter gewandert sind. Wir haben hier jetzt die Hauptroute sozusagen verlassen und laufen eben diese Alternativroute, die heißt Fenêtre d'Arpet. Das bedeutet einfach, dass es morgen hier hoch geht und einfach hier oben über den Berg. Das ist dann auf 2600 Höhenmetern dieser Pass ungefähr. Und es geht dann nach Trient. Für heute sage ich gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Jetzt geht es heute die Alternativroute hoch. Was uns gerade aufgefallen ist, hier hinten ist ja so eine Hütte, da ist niemand drin. Da wäre ein schöner Tisch und 2 Stühle. Na, und was machen wir? Wir sitzen natürlich auf dem Boden. Da oben läuft der Andi. Und dort oben, wo diese Kuhle ist, das ist dieses Fenêtre d'Arpet. Und da müssen wir hin.
Die heutige Route war sehr, sehr anstrengend. Das waren zwar nur 13 Kilometer, wir haben aber 9 Stunden dafür gebraucht und auch, ja, Anführungszeichen, ist man auch nur 1000 Höhenmeter hoch und runter, aber wie ihr gesehen habt, war das Gelände relativ anspruchsvoll. Wir sind heute am Col de la Forclaz, das ist in der Nähe von Trient, und hier hinten im Bild seht ihr übrigens auch den Glacier de Trient, also den Gletscher, und auch einen Teil der morgigen Route kann man von hier aus schon sehen. Und zwar geht es hier durch den Wald hoch und hier drüben ist dann der Pass nach Frankreich. Nach dem heutigen Tag bin ich definitiv fertig. Ich habe auch noch weitere Blasen bekommen, also es ist ein bisschen schwierig. Es sind jetzt halt nur noch 3 Tage, das ziehe ich jetzt einfach durch. Aber ich werde mich jetzt ins Bett legen. Tag 8 geht es langsam zu Ende. Wir sind heute in Tréléchamps auf dem Campingplatz angekommen. Und das ist unser letzter gemeinsamer Abend hier auf der Tour. Genau. Weil